Hallo und herzlich willkommen bei Thorsten und Linus Modellbahn. Heute geht es darum, wie wir eine MFX-Lokomotive, vielleicht schon etwas älteren Baujahrs von der Firma Märklin, dazu ertüchtigen, dass sie über unsere Steuerzentrale, über die TAMS Easy Control auch mit auf unsere Anlage fährt und uns alle Funktionen, die der MFX-Decoder auch bietet, entsprechend nutzen lässt. Und wenn euch das interessiert, wie wir das machen, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, hier unten seht ihr das gute Stück, um was es heute geht. Eine Märklin, ein Märklin-Triebwagen ich glaube, aus dem Jahr 2017. Eine detaillierte Vorstellung, die werden wir in einem der nächsten Videos machen über das Gerät und was das alles so kann. Aber grundsätzlich soll es jetzt erstmal darum gehen, der Triebwagen ist aus einer Bauserie bei Märklin, wo zwar ein MFX-Decoder schon eingebaut war, aber dieser MFX-Decoder oder beziehungsweise dieser Decoder nicht multiprotokollfähig ist, dass er auch DCC-Protokoll entsprechen kann. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, entweder mit dem Motorola 1, Motorola 2, MFX entsprechend zu fahren, wobei die Funktionen, die der MFX-Decoder hat, bei den reinen Motorola-Protokollen natürlich eingeschränkt ist. Da kann ich maximal 8 Funktionen aufrufen. Heißt also eigentlich, wenn wir hier mit unserer Konstellation fahren möchten, mit der TAMS Easy Control, die kein originäres MFX-Protokoll kann, dann müssen wir uns was überlegen, wie wir an die Funktionen kommen, die über die 8 hinausgehen. So, und da gibt es zum Glück einen Trick, den TAMS entsprechend anbietet. Und zwar kann man auf der Easy Control zwar kein MFX-Protokoll nachbilden, aber man kann ein abgespecktes MFX-Protokoll entsprechend fahren. Das nennt sich bei denen M3-Protokoll. Das kann man an der Box entsprechend freischalten. Das ist relativ simpel. Da muss man nur irgendwo auf einer bestimmten Menütaste muss man dann einen Code eingeben und dann ist dieses freigeschaltet. So, und was wir da jetzt tun, damit wir, sag ich mal, diesen Triebwagen jetzt entsprechend mit einer MFX-fähigen Adresse für unsere Konstellation entsprechend aufsetzen und wie wir dann, sag ich mal, über das WinDigipad hier die ganzen Funktionen programmieren. Das zeige ich euch jetzt erstmal im nächsten Schritt. Da gucken wir uns erstmal die Details auf der TAMS an. So, wir möchten jetzt den Triebwagen mit einer entsprechenden MFX-artigen Adresse oder möchten den gerne mit dem sogenannten M3-Protokoll der TAMS Easy Control bedienen. Und dafür gehen wir hier muss ich mal eben auf das Menü hier. Und da sehen wir schon, kommt M3. Das kann man aber hier über diesen Drehregler der TAMS, kann man das hier entsprechend verstellen. Aber wir brauchen das M3 programmieren. Dann sagen wir OK. Und jetzt steht hier M3 Adresse. Jetzt drücken wir nochmal OK. Und dann steht hier eine 0 erstmal. So. Und jetzt habe ich mir überlegt, für diesen SVT, der mit der Baureihe 137 daherkommt, vergeben wir mal eine lange Adresse. Heißt also, setzen eine 1 davor, dann wäre das die 1137. Die haben wir auch auf der Anlage noch nicht vergeben. So, dann machen wir hier 1137 und drücken OK. So, und was die TAMS jetzt macht, ist, die rennt jetzt eigentlich diese internen MFX-IDs durch und mappt quasi jetzt die Adresse 1137 mit der MFX-ID. Und da sind wir jetzt auch schon fertig. Wenn wir jetzt hier OK drücken, dann sind wir wieder raus. Gut, dann gehen wir auf 0. Zack. Und dann sind wir jetzt eigentlich fertig. Und dann gucken wir gleich mal auf dem Rollenprüfstand, ob die Adresse auch wirklich angekommen ist. So, jetzt haben wir gerade die Adresse über die Easy Control gesetzt und sind jetzt hier am Rechner im WinDigipad und zwar in der Fahrzeugdatenbank. Ich habe jetzt schon mal auf den Button geklickt, neue Log anlegen und diese neue Log, die heißt jetzt muss ich mal eben die Tastatur hier nochmal eben schneller ranlegen. Verkehrstriebwagen, Schnelltriebwagen ist erstmal egal. Können wir nachher noch ändern. Schnelltriebwagen, Serie VT137. So, und ich glaube, die Betriebsnummer oder die Baureihe war die 137225.
Hier noch auseinanderschneiden. So, zack. Ist von Märklin, es steht auf der Anlage und so weiter und so fort. So, Lokomotiventyp ist Dieseltriebwagen. So, lassen wir erstmal so stehen. Jetzt können wir gucken bei entsprechenden Bildern. Da war ich auch schon mal unterwegs und habe gesagt, okay, was können wir jetzt nehmen? Und zwar nehmen wir da entsprechend von Märklin das entsprechende Bild. Zack, so kommt sofort. Da ist es. Übernehmen und da haben wir es schon. Also haben wir da auch ein entsprechendes Bild zugefügt und jetzt geht es um das Thema Fahrzeugdecoder. So, jetzt hatten wir gerade hier gesagt, wir sind MFX. Dann machen wir das mal. Die Digitaladresse war die 1137. Dann geben wir die ein. So, und jetzt haben wir hier die Spitzenbeleuchtung. So, das erste, was wir jetzt mal machen, wir drücken einmal auf Speichern und machen Folgendes. Hier bei den Grunddaten müssen wir jetzt noch in die Zentrale übertragen, sonst wird es nicht funktionieren. Also übertragen wir jetzt die Daten in die Zentrale. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und dann werden wir aber gleich sehen, dass es funktioniert. So, schauen wir mal. So, Aktualisierung war erfolgreich. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Fahrzeugdecoder. So, und jetzt können wir uns hier an der Lokomotive angucken, wenn ich jetzt sage, die Spitzenbeleuchtung haben wir ja schon an. Wir wollen ja sehen, ob die 1137 auch bei der Lok angekommen ist oder beim Triebwagen angekommen ist. Schalte ich das mal hier ein. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich drücke jetzt mal eben hier drauf und wir sehen, die Beleuchtung funktioniert. So, wenn ich jetzt noch die Fahrtrichtung wechsle, dann seht ihr auch, dann habe ich vorne weißes Licht, hinten rotes. Das passt also. Okay, heißt also, das ist schon mal gut. Wir haben die richtige Adresse. Das heißt, die Lokomotive steht jetzt hier auf dem Rollenprüfstand und würde schon mal funktionieren. So, das nächste, was wir jetzt natürlich tun, ist, dass wir hier die weiteren Funktionen entsprechend eingeben. Und die Lok hat hier jetzt insgesamt 15 Funktionen. Und die nächste Funktion, die F01, da steht hier auf meinem schlauen Zettel, das ist die Innenbeleuchtung. So. Wenn wir jetzt die entsprechende Lokomotive oder den Triebwagen einmessen möchten, gehe ich hier auf Editieren und Einmessen. Und jetzt muss ich hier eben einmal nochmal umstellen. So, jetzt seht ihr nämlich auch den Einmessbildschirm. Und hier können wir jetzt entsprechend starten. So, und dann starte ich jetzt einfach mal die Messung. Und da geht schon los. Womit wir jetzt die Lok eingemessen hätten oder den Triebwagen eingemessen hätten. Wir speichern jetzt das Geschwindigkeitsprofil und sind damit quasi mit der Einrichtung der Lok fertig. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns vielleicht einfach nochmal an, wie denn dann die Lok auch wirklich auf der Anlage aussieht. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder.
was ich heute euch zeigen wollte. Wie gesagt, wir haben den Dieselschnelltriebwagen entsprechend eingemessen, die Funktionen alle hinterlegt und die Vorstellung, was das Ding jetzt also wirklich alles kann und wie er so fährt, darüber mache ich nochmal ein separates Video. Da erzähle ich euch auch ein bisschen mehr Details über den Schnelltriebwagen selber. Aber hier war es jetzt erstmal einfach nur als Beispiel gedacht, um wirklich zu verdeutlichen, was müssen wir tun, damit auch ein MFX-Decoder hier auf einer nicht Märklin-Zentrale funktioniert. Und ja, ich denke oder ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, das Zusehen. Und wir würden uns natürlich immer über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Kommentare, Anregungen habt, schreibt es unten in die entsprechenden Kommentarfelder. Wir lesen alles, beantworten alles relativ zeitnah, so hoffe ich doch. Und ja, gerne dürft ihr auch ein Abo dalassen. Ansonsten, ja, vielen herzlichen Dank zum Zuschauen. Und ja, gerne auf ein Wiedersehen hier bei Thorsten und Linus Modellbahn. Alles klar, vielen Dank, tschüss.